In den Finanzmärkten gibt es Phasen, in denen Schlagzeilen beruhigend klingen, während die Zahlen im Hintergrund etwas völlig anderes andeuten. Keine Panik, keine Warnsirenen, nur kleine, leise Verschiebungen, die fast niemand beachtet. Doch genau diese Phasen waren historisch gesehen oft der Auftakt größerer Umbrüche. Wer nicht auf Meinungen hört, sondern auf öffentlich zugängliche Daten schaut, erkennt derzeit ein auffälliges Muster. Führungskräfte, Großaktionäre und Insider reduzieren ihre Beteiligungen in einem Tempo, das statistisch selten ist. Nicht vereinzelt, nicht zufällig, sondern über Branchen hinweg und zeitlich auffallend gebündelt. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob verkauft wird, sondern wer, wie systematisch und in welcher Marktphase. Denn ähnliche Konstellationen gab es in der Vergangenheit nur wenige Male. Und jedes Mal folgte darauf keine sanfte Korrektur, sondern eine Phase, auf die viele nicht vorbereitet waren. Um das einzuordnen, müssen wir uns nüchtern ansehen, was Insider tatsächlich tun, welche Daten öffentlich einsehbar sind und warum diese Bewegungen für den weiteren Verlauf der Märkte relevanter sein könnten als jede optimistische Prognose. Doch wer sind diese Sie? Und was wissen sie wirklich? Schauen wir hinter die Kulissen der größten Verkäufe. Hier sehen Sie nicht nur Daten, sondern ein Spielbuch der Angst der Elite. Beginnen wir mit Jeff Bezos. Sein Move ist ein Masterclass in strategischer Flucht. Februar bis März 2024. 4 Milliarden Dollar Amazon-Aktien weg. Ein Alarmsignal? Mehr als das. Sehen Sie sich das Timing an. Er verkaufte auf dem Höhepunkt. Kurz darauf fiel der Kurs. Zufall? Glauben Sie das wirklich? Und dann der Umzug. Seattle nach Miami. Fragen Sie sich mal, warum ein Mann wie Bezos seinen Lebensmittelpunkt verlegt. Florida. Keine Einkommenssteuer. Keine Erbschaftssteuer. Absolute Vermögensschutzgesetze. Das ist keine Steueroptimierung, das ist die Errichtung einer Festung. Er bereitet sich nicht auf eine Rezession vor, Freunde. Er bereitet sich auf etwas viel Größeres vor. Verstehen Sie die Botschaft? Dann Mark Zuckerberg. Sein Plan ist so gerissen, dass die meisten ihn komplett übersehen. Er verkauft nicht mit einem Knall, er träufelt. Monat für Monat, kleine Tranchen unter dem Radar. Ein sogenannter 10b51-Plan. Klingt technisch, oder? So tarnt man einen Notausstieg. Aber sehen Sie sich die Beschleunigung an. 2021 500 Millionen. 2022 800 Millionen. 2023 1,2 Milliarden. 2024 3,5 Milliarden. Das ist kein Verkaufen, das ist in Panik geraten und das Schiff verlassen, bevor es alle merken. Warum würde der Gründer sein eigenes Baby so behandeln? Die Antwort ist so einfach, dass sie wehtut. Er glaubt nicht mehr an diesen Preis. Punkt. Würden Sie? Und jetzt Jamie Dimon. Dieser hier sollte Sie schlaflose Nächte bereiten. 18 Jahre, nicht eine einzige Aktie verkauft. Der Inbegriff des Buy-and-Hold-Glaubens. Dann plötzlich Februar 2024, Bam. 1 Million Aktien weg. Zum ersten Mal. Denken Sie einen Moment darüber nach. Dieser Mann sitzt in den geheimen Sitzungen. Er sieht die rohen Daten, bevor sie gedruckt werden. Und seine erste Reaktion in 18 Jahren ist Verkaufen. Was sagt Ihnen das über die Gesundheit des gesamten Systems? Wenn der Kapitän das Schiff heimlich repariert, ist alles gut. Wenn er als erster die Rettungsweste anzieht, sollten Sie Alarm schreien. Vergessen wir nicht die Legende. Warren Buffett. Er sagt, sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Achten Sie jetzt genau auf seine Taten, nicht seine Worte. Sein Unternehmen, Berkshire Hathaway, hortet 180 Milliarden Dollar in Cash. 180 Milliarden. Das ist die Hälfte seines gesamten Portfolios. Seine größte Position? Apple. Was macht er? Er verkauft die Hälfte. Er verkauft und kauft nichts News. Seine Entschuldigung? Wir finden keine attraktiven Möglichkeiten. Übersetzen wir das aus dem Buffett-Sprech. Der gesamte Markt ist so maßlos überteuert, dass selbst ich, der größte Jäger, kein einziges gutes Ziel mehr sehe. Ich warte auf den Absturz. Und Sie? Warten Sie auch nur zu? Dann die stillen Wächter. Ray Dalio und Bill Gates. Dalio dreht an den Hebeln seines All-Weather-Fonds, entwickelt für jeden Sturm. Was macht er 2024? Er reduziert Aktien drastisch und bunkert Cash und Anleihen. Seine öffentliche Warnung? Paradigmenwechsel.
Ein Schuldenzyklus endet. Hören Sie auf den Code. Er sagt, die nächsten 10 Jahre werden alles zerstören, was ihr kennt. Und Gates, er kauft kein Tech. Er kauft Ackerland, massenweise. Warum? Weil man Land nicht drucken kann. Wenn das Papiergeld kollabiert, was bleibt? Essen, Energie. Gates investiert genau in diese Urbedürfnisse. Er baut eine Arche. Und Sie? Sind Sie noch dabei, die Kabinen auf der Titanic zu dekorieren? Das Muster ist kein Zufall. Es ist ein Drehbuch. Historisch gesehen läuft es immer in 3 Akten ab. 1. Akt 1. Die leise Sammlung. Die Insider verkaufen leise. Sie horten Cash. Das sind wir vor 12 bis 18 Monaten. 2. Akt 2. Die Beschleunigung. Die Verkäufe werden dringlicher, das Volumen steigt. Die Medien ignorieren es. Genau das passiert jetzt gerade. 3. Akt 3. Die Flucht, der vollständige Ausstieg. Dann Crash. Und sie kaufen alles für Centbeträge zurück. Die Frage ist nicht OB. Die Frage ist, in welchem Akt sie sich befinden. Die Daten schreien, wir sind am Ende von Akt 2. Die Zeitleiste 6 bis 12 Monate. Das bringt uns Mitte bis Ende 2025. Sie haben jetzt die gleichen Informationen wie Sie, die gleichen Daten, das gleiche Muster. Die einzige Frage, die bleibt, ist, werden Sie klug genug sein, die gleichen Schlüsse zu ziehen? Also, die Billionen fließen ab. Doch wohin? Sie denken vielleicht, das sind Großanleger. Das betrifft mich nicht. Doch das ist der größte Fehler, den Sie machen können. Denn Ihre sicheren Häfen sind auch Ihre Rettungsboote. Sie müssen nur wissen, wie man einsteigt. Wohin also fließt das Geld? Folgen Sie der Spur. Asset Klasse 1. Cash und Short-Term Treasuries. Langweilig? Vielleicht. Schlau? Absolut. Die Elite parkt Milliarden in US-Staatsanleihen mit 3 bis 6-monatiger Laufzeit. Warum? Liquidität. Flexibilität. Wenn der Boden da ist, wollen sie sofort zuschlagen können. Sie halten kein Papiergeld, sie halten eine Waffe der Gelegenheit. Wann haben Sie zuletzt Ihre Liquidität überprüft? Asset Klasse 2. Physisches Gold. Nicht ETFs, nicht Zertifikate. Physisches Gold. Ray Dalio sagte einmal, wenn ich kein Gold hätte, würde ich mich nackt fühlen. Verstehen Sie die Metapher? Es ist die ultimative Versicherung gegen das Versagen des Papiersystems. Eine Versicherung, die Sie hoffentlich nie brauchen. Aber wenn Sie sie brauchen und nicht haben, sind Sie ruiniert. Asset Klasse 3. Produktive Immobilien. Nicht das überteuerte Penthouse in der Stadt, sondern Ackerland, wie Gates es kauft. Oder Lagerhallen, Logistikzentren. Dinge, die auch in der Krise Cashflow generieren. Dinge, die einen echten Wert haben. Fragen Sie sich, besitze ich etwas, das auch morgen noch gebraucht wird? Asset Klasse 4. Energie und Rohstoffe. Öl, Gas, Uran. Die Treibstoffe der Zivilisation. Wenn das Finanzsystem stottert, laufen diese Motoren weiter. Hier investiert die Elite, weil sie weiß, am Ende zählen nur die Grundbedürfnisse. Asset Klasse 5. Private Equity und notleidende Assets. Das ist der hinterlistigste Teil. Buffetts 180 Milliarden Cash sind keine defensive Position, es ist ein Kriegsschatz. Er wartet darauf, dass die Panik ausbricht, um dann Unternehmen für Pfennigbeträge zu kaufen. Sie verkaufen in der Panik. Er kauft. In welcher Rolle sehen Sie sich? Wie können Sie diesen Geldfluss verfolgen? Es ist einfacher, als Sie denken. Methode 1. Öffentliche SICANT-Formulare. Jeder Insiderverkauf wird innerhalb von 2 Tagen gemeldet. Kostenlos auf sicant.gov. Gehen Sie heute noch dorthin. Suchen Sie nach den Unternehmen, in denen Sie investiert sind. Sehen Ihre CEOs aus wie Bezos, Zuckerberg und Dimon? Wenn ja, warum sind Sie noch investiert? Methode 2. Den Smart Money ETFs folgen. Es gibt ETFs, die automatisch die Käufe von Insidern und Großanlegern nachbilden. Beobachten Sie sie. Wenn sie anfangen zu verkaufen, ist das kein Indikator mehr. Das ist eine Feuersirene. Methode 3. Die Kompensation der CEOs. CEOs bekommen oft Aktien als Bonus. Wenn sie diese Aktien sofort verkaufen, was sagt Ihnen das über Ihr Vertrauen in den nächsten Quartalsbericht? Vertrauen Sie einem Kapitän, der sein eigenes Schiff verlässt? Die größte Warnung von allen. Die geografische Flucht. Bezos nach Miami, Musk nach Texas, Hedgefonds nach Florida. Das ist kein Zufall.
Das sind Staaten ohne Einkommenssteuer mit starkem Vermögensschutz. Die Elite bereitet sich nicht nur auf einen Börsencrash vor. Sie bereitet sich auf höhere Steuern, auf Vermögenseingriffe, auf Kontrollen vor. Sie bauen Burgen in sicheren Königreichen. Ist ihr Vermögen auch nur annähernd so geschützt? Wann ist es zu spät? Die brutale Wahrheit. Wenn die Mainstream-Medien darüber berichten, sind sie bereits zu spät. 2008 war IM September vorbei. Die Elite verkaufte ab 2006. Die Zeichen sind immer da, man muss sie nur lesen wollen. Hier sind ihre 5 persönlichen Warnsignale. 1. Der WIX, die Angstindex, steigt über 25 und bleibt dort. Dann ist die Angst kein Gerücht mehr. Sie ist IM Markt. 2. Insiderverkäufe erreichen 20 Milliarden Dollar pro Quartal. Wir sind bei 17. Wir sind kurz davor. 3. Buffetts Cashquote erreicht 60%. Er ist bei 50% und steigend. Behalten Sie das Ei im Auge. Und 4. Die Fed beginnt mit Notfallzinssenkungen. Wenn sie 0, 5% oder mehr auf einmal senken, ist das Panik, nicht Politik. 5. Kreditspreads explodieren. Wenn die Märkte für Unternehmensanleihen einfrieren, folgt der Aktienmarkt innerhalb von Wochen. Was tun Sie also jetzt? Hier ist Ihre Checkliste. Nicht von mir. Von Ihrem Spielbuch. Schritt 1. Liquidität aufbauen. Jetzt. Verkaufen Sie 20-30% Ihrer risikoreichen Aktienpositionen. Nicht morgen, diese Woche. Dies schafft Luft zum Atmen und Munition zum Zuschlagen. Schritt 2. Geografisch diversifizieren. Haben Sie alles in einer Bank? In einem Land? Die Elite tut es nicht. Warum tun sie es? Schritt 3. Physisches Gold kaufen. 5-15% Ihres Portfolios. In Ihrem eigenen Tresor. Nicht als digitaler Eintrag. Schritt 4. In produktive, reale Assets investieren. Denken Sie wie Gates. Was wird immer gebraucht? Wo können Sie Cashflow generieren, der unabhängig von der Börse ist? Schritt 5. Konsum reduzieren. Die Elite wird sparsam, bevor der Sturm kommt. Sie sammeln Ressourcen. Tun Sie das Gleiche. Jeder ausgegebene Euro heute ist ein Euro, der morgen nicht für eine Jahrhundertchance zur Verfügung steht. Schritt 6. Fähigkeiten aufbauen. In einer Krise ist Ihr größtes Asset nicht Ihr Portfolio, sondern Ihr Können. Was können Sie, was die Gesellschaft braucht, wenn es hart auf hart kommt? Investieren Sie in sich selbst. Die dunkle letzte Wahrheit: Die Elite verkauft nicht, weil sie vorsichtig ist. Sie verkauft, weil sie es weiß. Sie haben Zugang zu den internen Berichten, zu den vertraulichen Briefings. Sie sehen die ungeschminkte Wahrheit der Schuldenmathematik, die nicht aufgehen kann. Sie wissen, dass ein Reset kommt. Und sie positionieren sich. Währenddessen wird ihnen gesagt: Bleiben Sie investiert. Denken Sie langfristig. Die gleichen Menschen, die das sagen, tun genau das Gegenteil. Das ist das Spiel. Immer schon. Die finale Lektion ist einfach und sie ist heute wichtiger denn je. Folgen Sie den Taten, nicht den Worten. Buffett sagt: Halten Sie. Buffett tut: Verkaufen und 180 Milliarden horten. Dimon sagt: Die Wirtschaft ist stark. Dimon tut: Verkauft zum ersten Mal in 18 Jahren. Die Medien sagen: Alles ist gut. Das Geld zeigt Massenflucht. Ihre Worte sind für die Masse. Ihre Taten sind für ihr Überleben. Und ihre Taten schreien gerade: Lauf! Die Elite hat ihre Entscheidung getroffen. Ihr Geld ist schon auf dem Weg in die sicheren Häfen. Die einzige Frage, die bleibt, ist diese: Warten Sie auf die Erlaubnis derer, die Sie belügen, oder folgen Sie dem Geld, das die Wahrheit spricht? Wenn Sie warten, bis es offensichtlich ist, werden Sie der Letzte in der Schlange vor der geschlossenen Tür sein. Die Tür schließt sich leise, lange bevor der Alarm ertönt. Sie haben jetzt das Wissen. Die Entscheidung ist ab jetzt nur noch Ihre.